Also ich brauche kein Hörgerät. Hi, ich bin Jan Berndt von Hörkraft. Du oder jemand, den du kennst, möchte kein Hörgerät, obwohl wahrscheinlich doch ein sinnvoll wäre? Lass uns drüber reden. Sprechen wir erstmal über den Betroffenen selber, was der Hörverlust eigentlich in diesem Moment mit ihm macht. Wer schlecht versteht in schwierigen Situationen, kann da auch weniger Freude empfinden. Das heißt, wir haben einen sozialen Rückzug, zum Beispiel bei Feiern, regelmäßigen Treffen oder auch bei Restaurantbesuchen. Zusätzlich haben wir eine Erschwerung im Alltagsleben. Behördengänge, Einkaufen, Telefonieren, also etwas fällt wesentlich schwerer. Der nächste Punkt ist Ärger in der Familie oder im Bekanntenkreis. Hast das wieder nicht verstanden? Mehr Missverständnisse. Mensch, ich habe doch gesagt 3 Uhr und nicht 2 Uhr. Fernsehen und Musik wird wesentlich lauter gehört. Mach den Fernseher leiser. Ausschluss von Gesprächen und Aktivitäten. Oder manche werden vielleicht auch verspottet. Den brauchst du eh nicht fragen, der hört das nicht. Zusätzlich haben Menschen mit einer unversorgten Schwerhörigkeit ein höheres Risiko, an Demenz oder an einer Depression zu erkranken. Aber das ist erstmal nur die eine Seite der Medaille. Schauen wir uns die andere Seite an. Was macht der Hörverlust mit dem Umfeld des Betroffenen? Ein Hörverlust ist für das Umfeld immer sehr zermürbend. Ihr müsst euch ständig wiederholen, alles muss mehrfach gesagt werden. Man bekommt falsche oder unpassende Antworten. Absprachen sind eher unsicher. Und das Umfeld muss immer wesentlich deutlicher und lauter sprechen, was auch sehr anstrengend ist. Das Umfeld des Betroffenen muss auch den sozialen Rückzug mittragen. Für manche Betroffene ist es vielleicht in Ordnung, nicht mehr viel unterwegs sein zu müssen. Aber wie fühlt sich der Partner dabei, auf gemeinsame Erlebnisse verzichten zu müssen? Und zusätzlich muss das Umfeld auch immer eine hohe Lautstärke ertragen. Beim Fernsehen, beim Musikhören oder in Gesprächen. Vielleicht sieht man jetzt, der Betroffene ist nicht nur für sich selber verantwortlich, sondern auch für sein soziales Umfeld. Was hast du zu verlieren? Ein Hörtest ist vielerorts kostenlos. Möglicherweise liegt gar kein Hörverlust vor, sondern die Ohren müssen nur einmal fachmännisch gereinigt werden. Falls tatsächlich gravierende Probleme vorliegen, werden diese frühzeitig erkannt und können behandelt werden. Und wenn ein Hörverlust vorliegen sollte, Hörgeräte können immer kostenlos getestet werden. Solltest du keinen Erfolg mit den Hörgeräten haben, kannst du sie innerhalb der Ausprobe kostenlos zurückgeben. Für den Betroffenen werden von Fachleuten die besten Lösungen für das jeweilige Budget gesucht. Jetzt stell dir mal vor, was du dabei vielleicht gewinnst. Du kannst wieder mit Spaß an deinem sozialen Leben teilnehmen. Stress und Müdigkeit lassen sich dadurch reduzieren. Wieder mehr Harmonie im Umgang mit Familie und Freunden. Du kannst wieder die Lautstärke reduzieren für dich und dein Umfeld. Und natürlich senkst du damit auch noch dein Demenzrisiko sowie die Chance, an einer Depression zu erkranken. Kommen wir zum Fazit. Hey, kommt schon, was habt ihr zu verlieren? Ein Hörtest mit einem aussagekräftigen Ergebnis dauert nur 15 Minuten. Lasst es einfach überprüfen. Es gibt keine tatsächlichen Nachteile. Und wenn euch doch welche einfallen, schreibt diese gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, schreibt gerne einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr weiterführende Fragen habt oder etwas euch nicht ausführlich genug war, schreibt es uns. Wir beantworten alle eure Fragen sehr gerne. Alles Gute und bis bald.